Could you just say those two little words I so long to hear? Danny Crayon. Thank you. Willkommen in der wunderbaren Welt des Fernsehens und großen Kinos. Meine Lieblingsserie ist Boston Legal, die legendäre Rechtsanwaltskanzlei Crane, Poole & Schmidt aus Boston. Doch auch wer Danny Crayon nicht kennt, kommt jetzt hier auf seine Kosten, denn ich besuche viele bekannte Filmschauplätze in Boston und zeige euch exklusive Fotomotive, die eure TV-Favoriten zum Leben erwecken. Los geht es beim Boston Common unweit des Massachusetts State House und dort ist dann auch schon unser erster Filmschauplatz in Boston. Bleibt bis zum Ende dran, dann zeige ich euch noch die Stelle, wo der legendäre Robin Williams, der leider viel zu früh von uns ging, auf einer Parkbank im Film Good Will Hunting mit Matt Damon saß. Unser erster Drehort ist genau diese Stelle im Boston Common, an der im Film Departed Unter Feinden von 2006 mit Leonardo DiCaprio, Matt Damon und Jack Nicholson gedreht wurde. Später werden wir noch einen weiteren der Treffpunkte von Jack Nicholson sehen. Direkt am Boston Common liegt das Massachusetts State House an der Beacon Street. An dieser Stelle ganz in der Nähe in einer Seitenstraße von 1994 der bekannte Autounfall aus dem Film Explosiv Blown Away mit Jeff Bridges und Tommy Lee Jones statt. Thomas Crown ist nicht zu fassen. Mittlerweile sind wir in einem der beliebtesten und teuersten Stadtteile von Boston angekommen, in Beacon Hill. Hier spielte auf der Dachterrasse einer beeindruckenden Villa ein Teil des Films der Thomas Crown-Affäre mit Steve McQueen 1968. Als Zeuge eines Unfalls während der Dreharbeiten ist noch heute ein Loch im Baumstamm am Straßenrand zu sehen. In Beacon Hill am Louisburg Square steht das Reihen-Endhaus mit der Nummer 22 und das ist bekannt aus dem Gruselfilm Der Frauenmörder von Boston, Boston Strangler. Gegenüber wohnt übrigens in echt und nicht in irgendeinem Film der ehemalige US-Außenminister John Kerry. Die schmale Gasse betrat James Gandolfini und die nahegelegenen Büros der ersten Etage in der Pinckney Street gehören zum Film Zivilprozess, A Civil Action mit John Travolta aus dem Jahr 1998. Die Location der Charles Street Cleaners war übrigens im Film Departed Unter Feinden eine Bar. Angekommen im Boston Public Garden erinnere ich mich an den Film Ted mit Mark Wahlberg. Aber warum fehlt hier die Bank aus dem Film? Sie wurde wieder entfernt, denn es gab einfach zu viele angriffslustige Enten und Späne hier in unmittelbarer Nähe zu ihrem Revier. Gehen wir weiter wohl zu der berühmtesten Bank aller Zeiten, nämlich der Parkbank aus dem Film Good Will Hunting. Hier halten wir kurz inne und genießen den Blick auf den Teich mit den Spanbooten. Eine weitere Szene aus Good Will Hunting spielt hier in South Boston. Und zwar in der L Street Taverne wurde die Good Will Hunting Bar Szene gedreht. Cheers! Apropos, zum krönenden Abschluss genießen wir noch ein kühles Getränk in der Original Cheers Bar.
Es gibt noch eine Replika am Quincy Market, aber dies hier ist das Original. Flight number 1418, final call. Now closing at gate A6.